Am Rande von Boulder, Colorado, liegen friedliche Häuser inmitten von Kiefernwäldern und trockenen Tälern, die sich bis in die Berge erstrecken. Emily Ward lebt allein in einem Haus mit einem großen Garten und einem klaren blauen Swimmingpool, der von einem niedrigen Metallzaun umgeben ist. Das Land ist wunderschön, liegt aber auch in der Nähe der Wildnis, wo nachts oft Pumas auf der Suche nach Nahrung und Wasser umherstreifen. Seit Wochen werden die Anwohner vor einem einzelnen Puma gewarnt, der in der Nähe von Wohngebieten umherstreift. Das Tier wurde nach einem heftigen Revierkampf von seiner Herde getrennt und erlitt zahlreiche Verletzungen. Es irrte durch den Wald, durch die ausgetrockneten Schluchten, seine Mähne allmählich ausgefranst und seine Hinterläufe vor Hunger und Erschöpfung schwer. Da es weder Beute noch Wasser finden konnte, wurde es immer schwächer, sein Atem heiß und seine Schritte unsicher. An einem sonnigen Nachmittag folgte es zufällig dem Wind, der den Duft von Wasser aus einem nahegelegenen Hof herüberwehte. Die kühle Brise von Emilys Pool war ein letzter Ruf an das erschöpfte Wesen. Der Puma zwängte sich durch den Spalt, wo das Seitentor nicht richtig geschlossen war. Er ging zum Beckenrand, beugte den Kopf und trank Wasser, um seinen trockenen, brennenden Hals zu beruhigen. Doch die Fliesen im Pool waren glatt, sein Fuß rutschte ab, er verlor das Gleichgewicht und stürzte hart ins Wasser. Das Platschen ließ die Seeoberfläche kräuseln, der japanische Puma schlug wild um sich und versuchte, herauszuklettern. Es versuchte, seine Krallen am Beckenrand zu fixieren, aber die glatte Fliesenoberfläche bot ihm keinen Halt. Seine Atmung beschleunigte sich, seine Brust hob und senkte sich heftig, Wasser strömte in seinen Mund und brannte in seinem Hals. Seine Kampfkraft ließ nach, seine Augen verengten sich, als wären sie von einem Nebel der Müdigkeit umhüllt. Nach einigen weiteren verzweifelten Ausfallschritten erschlafften seine Muskeln und sein Körper trieb regungslos auf der Wasseroberfläche. Genau in diesem Moment öffnete Emily die Tür und trat mit einem kalten Glas Wasser und in heiterer Spätnachmittagsstimmung in den Garten. Ihr Blick fiel auf den See und blieb sofort stehen, als sie einen großen, braungelben Körper auf dem Wasser treiben sah. Sie stand wie erstarrt da, zitternd vor Angst und Ungläubigkeit. Sie wich zurück, die Hand vor dem Mund, der Becher mit Wasser fiel auf den gefliesten Boden und zersprang mit einem scharfen Geräusch. Ihr Herz hämmerte so heftig, dass es schmerzte, aber sie versuchte trotzdem, zu beobachten, ob sich der Puma noch bewegte. Da sie keine Antwort erhielt, rannte sie sofort ins Haus, verriegelte die Tür und zog die Vorhänge zu. Ihre Hände zitterten, als sie die 911 wählte, ihre Stimme war vor Panik erstickt, als sie den Notfall meldete. Da ist ein großer Puma in meinem Pool. Er rührt sich nicht. Ich habe Angst, dass er aufwacht und angreift, sagte sie. Der Mitarbeiter beruhigte sie, bat sie, Abstand zu halten und versprach, sofort Polizei und Ranger zu schicken. Emily stand nervös im Haus und blickte durch den Vorhang auf den See, der so still war wie eine unheimliche Leere. Etwa 15 Minuten später ertönten Polizeisirenen in der stillen Nachmittagsluft. 2 Polizisten und 2 Ranger der Boulder Wildlife Konservationsstation stiegen aus dem Auto und betraten den Hinterhof. Emily öffnete ihnen die Tür, bemüht, Abstand zu wahren, ihre Augen noch immer voller Angst und ihr Herz noch immer rasend schnell. Ein großer, mit Dienstausweis versehener Ranger namens Jackson Heel näherte sich dem Becken und beobachtete den Puma aufmerksam. Er bemerkte, dass sich der Brustkorb des Tieres noch ganz leicht hob und senkte, was darauf hindeutete, dass es zwar noch lebte, aber völlig erschöpft war. Jackson wandte sich an Emily und sagte ruhig, dass sie versuchen würden, es zu retten und dass sie sich keine Sorgen machen solle. Er erklärte außerdem, dass dies der einzige Puma sei, den sie seit Tagen verfolgt hätten. Sie holten eine lange Stange mit einem Haken hervor, die dazu dient, große Tiere in Rettungssituationen zu fixieren. Jackson ließ die Stange vorsichtig ins Wasser hinab und hakte sie leicht um die Brust des Pumas, um ihn nicht zu verletzen. Er und seine Teamkollegen zogen den schweren Körper vorsichtig, langsam und stetig zurück an den Rand des Sees. 2 Ranger mussten mit Gewalt das Tier ans Ufer heben, Wasser tropfte von seinem dichten Fell. Sie breiteten eine weiche Rettungsmatte auf dem Fliesenboden aus und setzten den Puma direkt darauf, um Gelenkschäden zu vermeiden.
Jackson testete seine Herzfrequenz, seine Augenreflexe und seine Muskelreaktion bei lange geübten Bewegungen. Er stellte fest, dass der Leopard lediglich stark erschöpft war und während des Kampfes zu viel Wasser getrunken hatte. Er wies keine tödlichen Verletzungen auf. Ihm wurde daraufhin eine Dosis eines Medikaments zur Unterstützung des Kreislaufs und des Nervensystems verabreicht, wodurch Atmung und Bewusstsein allmählich wiederhergestellt wurden. Emily stand hinter den Polizisten, ihr Blick wandelte sich langsam von Panik zu Mitleid mit dem Geschöpf, das so grausam von der Natur angegriffen worden war. 2 Ranger hoben den Puma vorsichtig auf eine Rettungstrage und verfrachteten ihn in ein spezielles Wildtiertransportfahrzeug. Jackson kehrte zu Emily zurück und teilte ihr mit, dass sie zur weiteren Untersuchung und Genesung zurück zur Rettungsstation gebracht würden. Emily atmete tief aus, als hätte sie gerade die größte Anspannung ihres Lebens abgeworfen. Sie bedankte sich sichtlich bewegt, während ihre Augen noch immer dem Sonderfahrzeug folgten, das den Hof verließ. Im Boulder Wildlife-Refuge bereiten Tierärzte einen Notfallbehandlungsbereich für große Tiere vor. Sie führten Traumauntersuchungen, Lungenultraschalluntersuchungen und Messungen des Body Mass Index durch, um den allgemeinen Gesundheitszustand zu beurteilen. Die Ergebnisse zeigten, dass der Leopard lediglich an Gewicht verloren hatte, dehydriert war und so viel Wasser geschluckt hatte, dass es zu einem vorübergehenden Koma kam. Sie brachten es in ein großes, naturnahes Gehege mit guter Belüftung, weichem Gras und Schatten von großen Bäumen. Gegen Abend begann sich der Puma zu regen und öffnete seine Augen einen Spalt breit, etwas träge und schwach. Es versuchte sich aufzurichten, zitterte ein wenig, stand aber noch, obwohl seine ersten Schritte unsicher waren. Der Arzt legte ein Stück weiches, frisches Fleisch in eine Ecke des Raumes, damit es das Tier fressen konnte, sobald es wieder zu Kräften gekommen war. Nach kurzem Zögern näherte es sich, schnupperte leise und begann Stück für Stück zu fressen, wobei seine Augen wieder vor Leben glänzten. Jackson und seine Teamkollegen standen außerhalb des Zauns und beobachteten die Szene mit Erleichterung und Freude. Jackson holte sein Handy heraus und rief Emily an, um ihr mitzuteilen, dass der Leopard wach sei und sich gut erhole. Als Emily die Nachricht hörte, lächelte sie leicht, in ihrem Herzen stieg ein warmes Gefühl auf, das sich nur schwer in Worte fassen ließ. Jackson lud sie ein, morgen zu kommen und dabei zu helfen, den Puma wieder in die Wildnis auszuwildern. Am nächsten Morgen war der Himmel über Colorado klar, die Luft kühl und Sonnenlicht drang durch das Laub. Der Leopard wurde in einen sicheren Eisenkäfig gesetzt, der fest verschlossen war, um zu verhindern, dass er während des Transports in Panik gerät. Emily stand neben Jackson und einer weiteren Rangerin namens Laura Brooks, und sie fuhren in den tiefen Wald hinein. Das Auto fuhr auf einer roten Schotterstraße durch die für die Boulder Mountains typischen Tannen und Sträucher. Schließlich hielten sie in einem dichten Wald an, wo es weder Spuren menschlicher Siedlungen noch Geräusche gab. Sie ließen den Käfig zu Boden und öffneten die Käfigtür langsam, sodass der Leopard in seinem natürlichen Tempo heraustreten konnte. Der Leopard verharrte einige Sekunden lang regungslos, seine Augen blickten in die weiten Baumwipfel, als ob er realisierte, dass er nach Hause zurückgekehrt war. Es machte ein paar Schritte, hob den Kopf und atmete tief die frische, befreiende Waldluft ein. Emily stand ein paar Meter entfernt, die Hände ineinander verschränkt, ihr Herz voller Gefühle, aber sie konnte nicht sprechen. Der Leopard drehte den Kopf und blickte die 3 Personen einen Moment lang an, seine Augen waren nicht mehr von Angst, sondern von Ruhe und Gelassenheit erfüllt. Dann rannte es in den tiefen Wald hinein, seine Beine wieder stark, jeder Schritt voller Vitalität und der Bedeutung der Auferstehung. Der vor ihnen liegende Wald schien es mit den Armen der ursprünglichen Natur, zu der es gehörte, zu umarmen. Emily, Jackson und Laura sahen zu, bis sein Schatten zwischen den dunkelgrünen Blättern verschwunden war. In diesem Moment erkannte Emily, dass ihre anfängliche Angst sich in Mitgefühl und Respekt vor dem Leben verwandelt hatte. Der Puma wurde gerettet, weil es Menschen gab, die verstanden, dass Natur und Mensch keine Feinde sind. Und Emily wusste, dass die Erinnerung an den Moment, als der Leopard in den Wald zurückkehrte, ihr für den Rest ihres Lebens als Mahnung an die Güte in Erinnerung bleiben würde.